Hey, genoeg is Ola. Wat jij dat van jou? Mir geht war ganz gut. Und ich freue mich, dass wir von der Woche können wiedergehen mit unserem Kloß von den Heiligen Jeist. Wir haben schon 3 Jahre ein paar Kloßen gehabt. Und von der Woche waren wir wiedergehen. Und ich sehe in das Ladsal, dass der Thema von den Heiligen Jeist, das ist ein von meinen besten Themen, was wir in der Bibel können finden. Und von der Woche wir wiedergehen, und das Thema von der, das heißt die Taufe mit den Heiligen Jeist. Und viele Menschen von der schon dachten, weiß nicht mehr, wo meint das, wenn die Bibel von reden wird, von der Taufe von den Heiligen Jeist. Und das sind so welche Thema. Und Johannes der Täufer, den wird auch wichtig, als er predigen dort. Und wir deuten in Schelze 3 einmal ein Drama mehr von das Leben von Jesus Christus. Und ich hatte Gelegenheit auch in diesem Drama zu sein. Und ich spiele die Rolle von Johannes der Täufer. Und was mir auch ganz scheinste, du die Botschaft zu bringen, von was Johannes predigen. Und er sagt auf eine Stelle, ich deute mit Wutter wegen, die haben Buße getan. Über hinter mir kam einer, wo ich rate, als es ich, und der wird mit den Heiligen Jeist und mit 4 Däupen. Was ihr dort Thema mit den Heiligen, die Taufe mit den Heiligen Jeist, für mich ist das ein sehr interessantes und sehr wertvolles Thema. Und dort wie ich einmal der Bibel tiet, wird ein sehr wichtiges Thema. Für Jesus wird es sehr wichtig, für Johannes den Täufer wird es sehr wichtig, für Paulus wird es sehr wichtig, dass die Menschen würden die Taufe mit den Heiligen Jeist kriegen. Und von der, weil wir ein bisschen in der Bibel gucken, wo meint dort die Taufe von den Heiligen Jeist? Und wir waren hier in Apostelgeschichte Kapitel 1, von Vers 4 und 5, weil wir mal ein klein bisschen gucken, was Jesus zu sagen hat, von dieser Taufe. Dort sagt Jesus das, und als jemand an Taufe wir befuhl er an, nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was die Führer versprechen hat, wovon seht ihr, je haben mir reden hier, wie es Johannes deut mit Wutter, je übersellen am Empordio mit den Heiligen Jeist gedäupt worden. Jesus wird 3 Jahre mit seinen Jüngern taub gewesen. Und Jesus hat viele Wunder getan. Er hat die Kranke gesund gemerkt, er hat gepredigt, er hat die Lume Guen gemerkt, und die Blinde waren sein gemerkt, er hat Todes abgewehrt. Und er hat verschiedenste Dinge getan in 3 Jahren. Er hat seine Jünger dort gelehrt, was alle tun müssen tun. Aber nu will Jesus im Himmel fahren, und nu sieht er hier zu seine Jünger, was soll er weg. Und er sagt, sie sollen in Jerusalem bleiben. Sie sollen nicht von Jerusalem weggehen, aber sie sollen dort warten, was sie dort kriegen würden, was die Führer versprechen hat. Und er sagt, die wollen am Empordio mit den Heiligen Jeist gedäupt worden. Wir lesen in Matthäus 3, Vers 11, dort sagt es das. Ich däupt jünd mit Wutter dort die umkehren. Aber der, was nun mich kämpft, als stärker als ich, den ich nicht wird, sie die Schau zu drehen, der wird mit den Heiligen Jeist und mit 4 Däupen. Hier in dieser Vers sehen wir, dass Johannes sagt, dass dort hinter mir kämpft einer, wo durch Rate als es ich sein. Und der wird mit den Heiligen Jeist und mit 4 Däupen. Wer wird uns mit diesen Heiligen Jeist und mit 4 Däupen? Das sagt er dort, Jesus wird. Jesus wird uns mit den Heiligen Jeist und mit 4 Däupen. Weil wenn wir uns taufen lassen in der Kirche, dort hat der Pastor uns zu taufen, uns predigen, wo immer wieder einander, und der hat uns zu taufen. Das sind auch 30 Jahre träge, als ich mir Leute taufen, als ich mir Leute mal Wutter taufen. Ich leute mir, du wen taufen, wenn ich hat Jesus angenommen. Ich bin zum Glauben gekommen. Und die Bibel sagt, wer durch Glauben wird und getauft wird, der wird selig werden. Ich bin zum Glauben gekommen. Und ein Jahr Luther leute ich mir in die Kirche taufen von unserem Prediger durch. Da ich mir mal Wutter taufen. Dort ist eine Taufe mit Wutter. Dort ist nicht die Taufe, von der wird Johannes der Täufer hier reden. Wenn er sagt, Jesus wird mit den Heiligen Jeist und mit 4 Däupen. Als ich mir Leute däupen, mit Wutter, ich habe nicht eine Erfahrung, eine geistliche Erfahrung. Ich will gehorsam und Leute mit taufen, das ist die Bibel dort sagen. Ich bin sehr nervös, aber ich habe nicht eine besondere Erfahrung. Und statt Luther wollte ich ein bisschen vertrauen, was von der Erfahrung ich habe, dass ich mit den Heiligen Jeist getauft war. Dort sind 2 ganz verschiedene Taufe.
mit Wutertofen oder mit den Heiligen Jeist-Tofen, dort sind nicht dasselbe. In Lukas Kapitel 24, Vers 49, du sagst, Jesus ist das. Und ich will ihnen dort schenken, wo mein Führer ihnen versprochen hat. Überblieft in Jerusalem, wo die Kraft vom Boven ewig kommen wird. In dieser Vers sagen wir, dass sehr klar, dass Jesus dort hier bestellt hat und seine Jünger, dass sie sollen in Jerusalem bleiben, was sie würden die Kraft von den Heiligen Jeist kriegen. Jesus wird sehr wichtig. Und Heilja hat dort an mehreren Städten bestellt und ernt, dass sie würden dort bleiben und warten, was sie würden die Taufe von den Heiligen Jeist kriegen. Wenn wir Jesus sein Leben beobachten, wir sollen nicht einmal, das er gepredigt hat, wir sollen nicht ein Wunder, was er getan hat, nicht euer, er sich hat taufen lassen, und euer er wir mit den Heiligen Jeist gefallen. Vor den hat fing wir bloß keine Wunder, was er getan hat. Er war 30 Jahre, und die Bibel sagt, dass er lässt sich taufen von Johannes den Täufer, und ab einem steht sagt, aus er geschrieben, Wunder beten wir. Er hat sich im Wunder taufen, dann ist er üben, Wunder beten wir. Dann kommt der Heilige Jeist ab an, so aus einer Dü. Du sagst wieder, dass Jesus wird mit den Heiligen Jeist gefallen. Aber er wacht auch, was er die Fall mit den Heiligen Jeist belebt hat. Er sein Ministerium aufhängen. Jesus wusste, wie wichtig das wir, dass die Menschen warten, was die mit den Heiligen Jeist getauft sind. Und dann haben die Kraft, zum Vorwärtsgehen, zum Ministerium, zum Predigen, zum Menschen gesund merken und alle Dinge. Aber sie mussten warten, bis sie an die Taufe von den Heiligen Jeist erfahren. Als Petrus bei Cornelius im Haus war, und sagt, du predigen da, du sagst, Petrus, was sehr wichtig. Und dort fingen wir in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Weil wir mal ein bisschen gucken, was du sein wird. Dort sagt Jesus das sagt Petrus, du hast wie Cornelius predigen, wo Gott den Heiligen Jeist in seine Kraft über Jesus von Nazareth gehalten hat, und der dann umherging in Gaudet und all der Heil, der vom bösen Feind unterdrückt worden, wills Gott wie mitarm. Hier so in dieser Vers, du sagst Petrus dort, sagt er, dass Jesus der war, was die Kraft von den Heiligen Jeist gekriegt hat. Und dann ging er rum und predigt das Evangelium und mögt den Menschen, die sind alle, was vom bösen Feind unterdrückt wird. Weil die Menschen von diesem Tag, wenn sie wollen Erfolg haben in ihr Ministerium, wenn sie wollen Menschen gesund werden, böse Geister retrieben, so dann müssen die erst mit den Heiligen Jeist getauft sein, dass die Kraft von den Heiligen Jeist in sich haben. Wenn die Bibel sagt, dann ist das, was in uns ist, der ist gratis, was der in dieser Welt ist. Und wenn wir getauft sind mit den Heiligen Jeist, dann haben wir die Autorität über die böse Geister, dann können wir böse Geister austrieben. Menschen, die mit böse Geister besessen sind, die können wir austrieben, wenn wir haben eine größere Kraft als der böse Feind, in denen sie eine Geister haben. Und dort, wo wir, dass es wichtig ist, dass wir diese Kraft von den Heiligen Jeist in uns haben. Weil wir hier noch ein bisschen wiederkehren sollen, wo das hier sein wird. In Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 1 und 2, du sagst, es das. Als Apollos in Korinth war, reist Paulus durch die Hochländer und kam nur in Ephesus. Dort traf er wat jener und frug an, krieg je den Heiligen Jeist, als je zum Glauben kommt? Sie sagten, nee, wir haben noch niemals gehört, dass dort ein Heiliger Jeist ist. Hier sind diese Vers, die sagen, dass Paulus heute rumreisen und er predigt das Evangelium. Und ich kam hier nach Ephesus und er traf da, was jener uns sagt, wir würden von der sagen, dass wir ein Christen tun, wenn er sagt, dass wir sind, was wir zum Glauben gekommen. Und dann fragt Paulus kriege den Heiligen Jeist, dass sie zum Glauben können. Nun sagen sie, wir haben überhaupt noch never nicht gehört, dass ein Heiliger Jeist gibt. Das hört sich uns vielleicht ein bisschen fremd, aber vielleicht ist uns das bekannt. Ich so, weil ich von meiner eigenen Erfahrung, ich war 15 Jahre alt, was ich ein Christ war. Ich war 15 Jahre in der Kirche gewesen. Und ich habe never gehört von der Taufe von den Heiligen Jeist. Ich habe eins mal von gelesen, ich las viel in der Bibel und ich wundere mich, was ich noch mein, die Taufe von den Heiligen Jeist.
Aber du wirst never von gepredigt, du hast never eine Botschaft gehört von der Taufe von den Heiligen Jeist. Und so jetzt diese Jünger dort hier auch. Warum muss sein, wo das hier wieder sein wird? In Vers 6 und 7, du sagst dann, ist das. In uns Paulus an der Hänge abgelegt hat, kam der Heilige Jeist eben an, und sie reden in Zungen und prophezeien. Sie werden alles taub 12 Monate. Das sind hier sehr interessante Verse. Nicht so, das sagt hier, dass Paulus lehrt der Hänge ab und sie kriegen den Heiligen Jeist. Das wären Christen, das wären so, was wir zum Glauben gekommen, auch so, was getauft werden. Aber nun kriegen sie noch den Heiligen Jeist. Und dann sagt hier noch was sehr interessant, das sagt hier, in sie reden in Zungen und prophezeien. In Zungen reden und prophezeien, das ist auch was nicht für uns, nicht so? Was von dir zu sagen, ist nicht mehr von dir reden in der Kirche, nicht so, von Zungen reden, von prophezeien. Und du warst wie Luther noch ein kleines mehr von, wo meint dort in Zungen reden? Was passiert, wenn in Zungen reden? Dann war wir schon zu Luther, sein, was zu sagen hat. Aber nun war wir erst noch einmal wieder gehen, warum muss sein, was das hier wieder in der Bibel sein hat. Nun waren wir noch einmal in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 4. Erst dort wurde das erste Mal den Menschen mit den Heiligen Jeist getauft worden. Das sagt, sie wurden alle mit den Heiligen Jeist gefällt. Und fangen an, in andere Sprachen zu reden, nur noch aus der Jeist an und Milchmilch. Halleluja. Das wird das erste Mal, ist der Jünger, die alle taub werden in den Aposento Alto. Und du wirst 120 Stück taub, und sie lügen darauf, was Jesus ihnen versprochen hat, und man einmal hastig jeden sagt. Und dort wirst du, wenn du ein starker Wind kommst, wenn das windig worden, dort rührst du, und man einmal hastig worden, sie alle mit den Heiligen Jeist gefällt. Und sie fangen an, in Zungen zu reden. Sie fangen an, in andere Sprachen zu reden. Was du so wird so. Sie dürfen in Zungen reden, auch in andere Sprachen reden. Wenn zu Deutschland wird ein sehr großer Heilja in Jerusalem, du kommst einmal von vielen Ländern Menschen dahin. Und ich glaube, das sind 13 verschiedene Sprachen, wo die Menschen reden dürfen. Und es ist hier mit den Heiligen Jeist getauft worden. Dann fangen die an, in Zungen zu reden und fangen an, in andere Sprachen zu reden, dass die Menschen alle können ihre Sprache, das Evangelium hören. Das wird sehr interessant, so ist das passieren. In Apostelgeschichte 10, Vers 44 bis 48, du sagst, das ist das. Als Petrus diese wieder nach Red, voll der Heilige Jeist über all die nach das Wort horchten. Und die Judenchristen, die mit Petrus gekommen wären, wunderten sich darüber, dass der Heilige Jeist auch über die Nichtjuden ausgegoten wird, weil sie jeden Tag in andere Sprachen reden und Gott loben. Und dann sagt Petrus, kann es wer das Wort verbeiden, dass diese nicht sollen gedeutet werden, die den Heiligen Jeist große Gott gekriegt haben als wir, und er befohlen an, in Jesus Christus die Namen zu deupen. Dann frühen sie an noch, ein paar Dinge an zu bleiben. Hier sind diese Vers, wo ich kurz lesen will. Du wirst Petrus noch Cornelius gewandt. Cornelius wir ein Jü. Er war ein römischer Kommandant. Aber ein Engel, der hat Cornelius gesagt, dass er soll Mannen noch ja bescheiden, wenn Petrus wird, der soll Petrus sein, der soll noch ankommen, wenn der hat irgendwo zu sein. Und dann kam Petrus hier an, und dort wird für die Juden wieder ganz verboten, dass sie soll nicht mal bei den Herren angehen. Aber Petrus, der hat eine Vision gehabt, dass er nicht so die Menschen anrennen. Aber nun, als er hier in Cornelius in Haus und predigt durch das Evangelium zu ernten, und als Petrus nach reden, der hat während der Predigt, der horche mal, Petrus, der predigt und nach voll der Heilige Jeist und ab all diese Menschen, die du wirst. Und sie wurden alle mit den Heiligen Jeist gefallen. Das wären nicht Juden, das wären Römer hier. Und die wurden mit den Heiligen Jeist gefallen. Und dann sagt er, und sie fangen an in Zungen zu reden. Hier sehen wir das Wort, weil Plottisch redet hier von den Sprachen reden, aber die plottische Bibel hat das Wort zurückgenommen in Zungen reden, aber in anderen Sprachen heißt das alle wie in Bahn. Hier dürfen wir in Zungen reden, hier werden nicht in anderen Sprachen reden, so starts in Jerusalem. Wenn hier wir eine Familie, und das werden alles familiäres, was hier tut werden, die haben alle dasselbe Sprache. Hier wird nicht nötig, dass die in andere Sprachen reden, aber hier dürfen die in Zungen reden.
En die, wo maar Petrus weer in Taufe daheim gekommen, die wunderten sich, was passiert hier? Wie in dieser die kriegen den Heiligen Geist, kriegt so, was wir denn gekriegt haben, sagen sie durch. Was wären die Tegens einmal, wann die mit den Heiligen Geist getauft werden? Wo wussten sie das nicht, die wären mit den Heiligen Geist getauft? Weil die Tegens, was du wären einmal, wenn die mit den Heiligen Geist getauft werden, dann deuten die einmal in Tungen reden. Das fängt wie alle weh. Wenn wir das studieren, da und der Heilige Geist kommt ab Erd, und sie deuten in Tungen reden. Und dort wären die Tegens, was die einmal wären. Und weißt du, was dort sind von der Tag nach den Tegens? Wenn die einmal Frau ist, sind ich mit den Heiligen Geist getauft oder sind ich nicht? Dann würde ich die Frau, kostet die in Tungen beten oder kostet die nicht? Wenn du hast die Taufe mit den Heiligen Geist gekriegt, wenn du bist mit den Heiligen Geist getauft, dann würde ich sagen, schier ganz sicher sein, dass du wirst in Tungen beten. Wo wäre es so wichtig, dass wir mit den Heiligen Geist getauft wurden? Weil ihr dort, wo die Kraft herkommen wird. Jesus sagte seine Jünger in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist wird ewig kommen, dann wird die Kraft kriegen. Und die wollen meine Zeichen in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und über die ganze Welt. Diese Kraft, wo wir von reden, von den Heiligen Geist, dort können wir um Petrus sein. Als Petrus dann nicht wieder mit den Heiligen Geist getauft, dann hat er Angst. Als Jesus festgenommen wird, als er am Kreuzchen wollen, Petrus der hat Angst und er verliert sogar, dass er Jesus kannte. Aber ein Stückchen Lut aus, er hat die Fälle mit den Heiligen Geist gekriegt, als er mit den Heiligen Geist getauft worden, dann wird er seine Angst wach. Und den selben Tag, wo er die Taufe von den Heiligen Geist kriegt, dann predigt er zu einer großen Menschen. Und du wirst 3000 Menschen, die sich da bekehren werden. Und wir wollen diese Verse mal lesen, was hier passiert, dass Petrus die Ende gepredigt hat. Und dort sehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37. Weil wir mal gucken, wo das zu sein ist. Dort sage ich, es ist Apostelgeschichte 2, 37. Als sie das nicht hielten, ging an dort zu horten, und sie sagten zu Petrus und der andere Apostel, je Männer und liebe Brüder, was soll wir tun? Petrus sagte an, geht arm und Lutjen alle in Jesus Christus seinen Namen deupen, dort jünt die Sünden vergeben worden. Dann wird Gott jünt den Heiligen Geist schenken. Das ist, was Gott jünt und jüne Kinder versprochen hat. Und all die, was weit auf sind, die Gott ans Haar nur sich rauben wird. Hier in dieser Verse sehen wir dort, als Petrus gepredigt hat, er hat gewollt gepredigt, und du wirst 3000 Menschen, die sich da bekehren, und wird irgendwo zu horten gegangen, und die fragen Petrus, was soll wir tun? Und Petrus sagt, geht an und lasst ihn taufen, dann wird Gott ihnen auch den Heiligen Geist geben, auch ihre Kinder. Und dann noch die, die weit auf sind. Und dort sind wir. Wir sind die, die weit aufführen noch. Halleluja, das Heilige Geist, der ist von Deus und danach für uns. Gloria a Dios. So, nu gaan we een beetje van mijn ene experiences te vertellen. Want ik ben zo dankbaar dat we ook den Heiligen Geist haben. Dort wir nicht bloß für jene Menschen dann aus Jesus hier wir, aus Polis du wir und so weiter. Wenn das sagt du, dass für jene Kinder auch der, die weit auf sind. Und du sagst, wie auch mit angetan. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das kennenlernen dass ich den Heiligen Geist kennenlernen und ich will ein kleines von dir mitteilen, wo ich den kennengelernt. Weil ich dort sind 16 Jahre drei, als ich anfing in einer Mission mitzuhalten in Zacatecas, wo Lorenzo schaffen hat. Wir fuhren eine Arbeit da und ich war zufrieden mit Lorenzo und er lud mich an, meistens Ware daheim zu kommen. Ich fuhr meistens Ware daheim und fing an mitzuhalten in der Mission. Und ich war dort meistens an, dass sie reden sehr viel von den Heiligen Geist. Viele Botschaften will von den Heiligen Geist. Und mir wird was fremd, die Taufe von den Heiligen Geist. Und dann frage ich Lorenzo einmal einen Tag, wo kennt ihr, dass die so viel von den Heiligen Geist reden? Wieso ist der Heilige Geist so wichtig? Und dann sagt er zu mir, sabes que ich sag, das ganz Beste, was ein Christ kann haben in das Leben, das ist die Taufe von den Heiligen Geist. Und ich frage, ich sage, ich kann das nicht, was meint ihr gerade? Und er explainiert mir das mit der Bibel und sagt, dass wir mit den Heiligen Geist getauft wurden und dort ändert uns Leben an.
En ik vond om te studeren. En ik heb mijn Bibel. Ik heb een Plottische Bibel. En ik vond het aan. Ik heb ganz van Anfang an en daar gelezen. En allerlei wordt het van den Heiligen Geist reden deed. Toen heb ik de Jeil getekend. Al die vers wat de Jeil zijn in mijn Bibel. Dat redt van den Heiligen Geist. En ik vond thuis om te studeren. En ik vond om te beden. En ik zei aan te God. Ik wil den Heiligen Geist kennenlernen. Wies me. Want is dit wat waard is, als de Taufe van den Heiligen Geist, is dat wat waard is of niet? En ik vond zo'n interessante versen in de Bibel. Dan vond ik Lorenzo en Simona vroeg, hey, wat meint das vers? En hij explained me dat. En ik werd hungrig. En ik wil meer weten van den Heiligen Geist. En een dag zei Lorenzo zu mir, sagt wir wollen hier eine Kampagne haben, hier in der Mission. En we worden eens over speciaal van den Heiligen Geist predigen. En ik geloof ganz rein, wenn du was hier aankomt, du was de Taufe van den Heiligen Geist gekriegt. En hij moet me rijden ik voor de hart aan. Het zijn 1200 kilometer en ik vrede me in je wees. En ik dacht zo, ik mag wonderen wat einer wordt vallen, wat ook krijg mag zijn, de Taufe van den Heiligen Geist. En ik weer emotioneel en ik voor de hand. En ook eens over de predigte weer van de Taufe van den Heiligen Geist. En ik luid en ik bid. Ik wilde wat beleven. En eenmaal hostig word ik aan. Toen waren mensen van de India wat toen in de boy zijn. Die worden met den Heiligen Geist getauft. Die vangen aan in tongen te reden. En die schneiden zich de doel. En kranken worden geheilt. En verschillende wunder passieren door. En ik luid en dacht zo. Met mij wordt iets wat passieren. En passiert niks. En ik voelde me reis een beetje ongesmeerd. En ik wist niet, nou wat gaat er aan? En nu in service, dan leer ik met Lorenzo en ik zei, hey, ik weet nog van wieso. Maar ik heb geen ervaring gekregen. En ik weet niet wat met mij moet aardig zijn. En ik wil zo hier, en ik wil me zo veel, omdat ik wil den Heiligen Geist krijgen. Dat ik wil getauft worden, dat ik dat wil kennenlernen. En Lorenzo zei zu mir, ik zal geduldig blijven. Ik zal weer studeren en beden. En met eenmaal host die wordt passieren. En ik kwam naar huis en was het weer een beetje ongesmeerd. Ik voelde me ongesmeerd. En toen dacht ik zo, is dat niet voor ons teachen? Wo weet wat iemand ons teachen, is dat geleerd? Is dat gewoon wat waard? En ik vond aan te beduren, is dat wat waard weer. Maar ik zag en ik deed vasten en beden. En ik was best allemaal honger naar dit. En met eenmaal een zondag. Ik werd zo ongeduldig en we waren in de kerk, mijn familie. En als de boodschap ophangt, ik zei te mijn vrouw, ik wil naar huis gaan. Was met mij top? Ik zei, deze boodschap had ik op veel en die hield me veel van anderen. En ik was zo aanmoedig, over het ganze, een halve service van de kerk van ik naar huis. En ik werd in zondag een tijd over wie een beetje zo... Mijn janker is wat, ik wist niet wat, en ik werd een beetje onmoedig, en bij onberigheid waren, ik wil klaarheid hebben over dit. En zo was ik met die richting lijn, ik wil slopen. Maar ik kon gewoon aanslopen. Ik had het een tijd over mijn gedanken, en bij ons dacht ik zo, God leg me niet, waarom geeft hij mij niet den Heiligen Geist, en zo verder. En ik kon op keine Weise aanslopen. Ik dreef me van eine zijde naar de andere zijde, ongeveer bij klok 12 zo is. En dan zei ik tegen mijn vrouw, ik wil me gewoon in een andere stoel doen, waar ik alleen ben. Dat doe ik in slopen kost. En ik ging in een andere stoel, waar ik ganz alleen ben weer. En ik maakte de muziek aan, ik had de worship music aan. En ik dacht aan den Heiligen Geist, en ik bid door. En maar eenmaal hastig weer de Heilige Geist in mijn stoel ben. Ik had het gewoon stief daarbij, ik kon niet zijn, maar ik kon het voelen. Dat God zijn gegeven wordt, der vuil deze stoel. En ik wist voets wat het weer, weet dit weer waar ik voor gebed had. En dat was zo'n bijzondere ervaring. Ik kon het niet krijgen uitspreken wat het weer, maar ik wil proeven dat zo dicht bij is avonds. God zijn gegeven wordt dat voelt zich zo fijn dat hij dat bent weer. En mij voelt zich zo uit mij dat alles aan schön terug. Schlechte gedanken, je betternis, is van alles en staat uit mij uit. Zo voelt zich mij dat. En dan, ik leg toen een paar. En dan voelt zich mij zo, als van hier wordt neemt uit boven op kop. En dat vuil op mijn körper en de arm snel, maar op één vinger en mijn kittel dood. En dat ging den ganzen körper rauf. Maar in het tuin alleen en mij kittel dat. En ik moest ophangen te lachen, ween. Dit was zo wat bijzonders. En ik wist krijg, dit is de Taufe van den Heiligen Geist.
En dan wil ik den loven en prijzen God. Ik kon niet Duits, niet Spanisch. En ik deed in tongen beden. En dat weer die zo'n bijzondere ervaring. Ik bid hier in tongen. En ik wens me dat we never up hier. Dat weer zo'n tempo glorioso. Ik kon er niet uitspreken. Wat van een oude tijd dat weer. En ik wens me dat allemaal wat es dort blijven. Aber man einmal hostig, dann wird es ewa. Und wir alles normal. Alles wird normal, aber ein Ding wird anders. Ich wird umgeändert. Ich habe so eine Freude in mein Hort bin. Und ich werde so froh, ich kann meist nicht warten, bis zum Morgen ist meine Familie dort vertrauen. Und zum anderen Menschen, ich fange an Menschen zu vertrauen, Familienerfahrung, was ich gehört habe. Und was mir besonders interessant wird, ich kann in Tongen beten. Dat weer wat niet voor mij. En du weer zo'n cambio in mijn leven, zo omgeändert. Ik had toen een business en ik had een arbeider en dan Samarius, ik zie bloß de arbeider wat de alle schaffen zullen. Wir mij aan het in de Stufen aan te wonen, wo ik deze ervaring gehad had. Dat weer toen du hast an mijn schrift, daar sparen wir in mijn office door. En dan zei de arbeider, ik zei wat ze den daar zullen doen, ik drie door waren aan. En ik lees door en bid en had een gemeenschap met God. En dat meen ik dat zo schön. Dat weer wat niet wat ik beleefd heb. En te die tijd, ik dit voor een predigen. En toen weer 5 jaar, wo ik te die tijd om zich hier om predigen daar. Ik werd aangeladen, ik weer in een predigerklaan daarboven. En verdessen, ik had allemaal angst. Verändert mir ging dort schön vor, eine Botschaft bringen, aber ich hatte immer Angst. Wenn ich das wisse, Sonntag als mein Zeit, was ich darüber predigen, ich hatte wirklich immer dort auch schwor damit, und ich war nervös, und ich studiere, und wenn ich meine Botschaften reingehe, ich schreibe meine ganze Botschaft einmal ab, und ich grüße mich einmal, wenn das ist, was du wir. En dan is zondag weer en ik in de kerk weer, wenn de laatste Leute zingen en ik wist dat nu waar ik moet nakomen. Oh, ik had die angst. En wanneer ik geen konsel weer, niet vals ik zei, ik weer ohne konsel vastgekleed. Dus wanneer ik vast weer en ik weer vast om mijn notas hier. En ik wil me niet aan het doel te move, niet naar deze zijde, niet naar deze zijde, niet naar hand abheben, is wat. Niet vals ik aan zo hier hängen, de konsel zijn ik vast. En wenn ich meine Botschaft bringe, dann ging die ganz über und hol meinen Finger hier, wo ich wir, und du hältst mich an. Aber nu, wenn ich diese Erfahrung gehabt, nu freue ich mich, zum Sinne eine Botschaft bringen, dass wir, diese Erfahrung, die ich hatte, dass wir von Sonntag zum Montag danach, und am nächsten Sonntag, dann wir mein Tour noch eine Botschaft bringen. Und ich freue mich all. Und der Heilige Geist, der hilft mir an, und ich mir eine Botschaft freuen. Und ich schreibe die auch wieder ab. Ich schreibe mir eine Botschaft ab, und ich mir rein. Aber das muss freue ich mich, dem Sonntag die Botschaft bringen. Und als ich Sonntag ist, ich habe nicht Angst, ich bin ein bisschen nervös, aber ich habe nicht so Angst, dass ich einmal habe. Wo mich so wundern, als ich den Sonntag hier in der Konzil ging, ich will hier nicht fast bei der Konzil, ich will nicht hier am Doel zu gehen, ich will nicht hier fährt zu gehen, und mal einmal warte ich an, ich brauche euch meine Not, dass meine Botschaft, die ich mir heute ganz angeschrieben, diese Botschaft, die ich hier nu bringe, die wir in mein Hort. Der Heilige Geist hat mir diese Botschaft in mein Hort gegeben. Ich brauche hier euch an meine Not, das fast sein. Und meine Botschaft, die wird von du anders. Und mir ging das schön von du wieder, dass wir so einen Unterschied. Und der Heilige Geist, der gibt mir Botschaften an, was ich soll reden. Und bei den Reden gibt er mir die Forschen an. Und dort wir so ganz andere Dinge, als ob du was wir. Weil dort wir der Unterschied, als ich mit dem Heiligen Geist getauft wird, dort wir so ein großer Cambio in mein Leben. Und nicht mal nach was die sagen. Vielleicht bist du ein Prediger, vielleicht bist du bloß einer, der noch mal ist, wo für Menschen reden wird, ist, wo die fällt dort schwor und die falls die Fuß gebunden ist, wo, dann würde ich dich fragen, hast du mal die Taufe mit den Heiligen Geist belebt? Wenn du nicht hast, dann würde ich dich fragen, dass du wirst nicht sehen. Sieg du nur, was du dort warst, für mit ihr ein Jahr, ich habe ein Jahr in meiner Bibel studiert, gebeten, getan, weil ich diese Erfahrung habe. Und für mich ist das ein ganzer Unterschied. Weil die Pferden sind durch Prediger und die wollten nicht näher, wo sie das wollen tun, und die Menschen, die fangen an zu schlucken. Wenn das ist ein bisschen so ein Baum, wo es ausgedreht ist, wo wir frisches Futter riechen. Aber weißt du was, wenn wir getroffen sind mit den Heiligen Geist,
Dan zijn we zoals een boom wat de eeuwen aan, dat de Heilige Jeist wordt die houden, de Heilige Jeist wordt die Timers aangeven. Der wordt dir een Mensage geven, wenn du den was verbringen, wollen die Menschen nicht anschlugen. Dort wird so ein Mensage sein, was die interessieren, was die wird houden, was die wird abhören. Das ist, was ich dir will sagen. Sieg, was du wirst, die Taufe mit den Heiligen Jeist finden, wird dein Leben anders sein, als das Feiern wir. Ich wünsche dir eine gute Zeit und mag Gott die segnen. Und wir wollen Luther noch in ein Video, du willst noch von meinen Experiences, was ich alles habe für Experiences gehabt mit den Heiligen Jeist. Dort kann ich hier nicht alle vertellen, wird toll lang dauern. Aber einen Tag will ich einfach ein Video machen, wo ich will vertellen von den Wunder, was ich belebt habe mit den Heiligen Jeist.